Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Spielevorstellung. Wir haben heute Vikings on Board hier auf dem Tisch und ich habe mich mit zwei echten Spezialisten zum Thema Wikinger getroffen. Hallo Jessica und Dennis. Erklärt doch mal kurz, was genau macht euch? Wieso seid ihr die Spezialisten für dieses Spiel heute? Also das Hobby, was wir machen, nennt sich Living History. Und wir versuchen auf historischen, beziehungsweise gerade für die Wikingerzeit, auf archäologischen Funden basierend eine Darstellung auszubauen, die zum Beispiel in einem Museum dem Besucher nahebringen, wie die Wikinger tatsächlich gelebt haben. Also das ist eigentlich der Hauptteil unseres Hobbys und ja, wir durften das Spiel ja schon kennenlernen und es ist eine sehr interessante Variante und wir freuen uns jetzt mit dir noch mal eine Runde zu spielen. Ja, wir haben das Spiel noch nicht ausgepackt, also noch nicht aufgebaut. Ich würde es gerne jetzt direkt mal aufbauen, weil das Inlay von dem Spiel schon sehr schön gemacht ist. Wir haben hier neben dem Spielplan und den Anleitungen erstmal die erste Etage mit einigen Wikinger-Miniaturen und den Schilden. Die stelle ich schon mal hier hin, die sind ja schon mal sehr schön gemacht. Und eine weitere Besonderheit, dieses Spiel verfügt über sehr liebevoll gemachte 3D-Langschiffe. Die befinden sich hier drunter und sie sind auch schon direkt aufgebaut. Da gibt es vordere Teile, mittlere Teile und das Heck hinten. Nochmal hier dazu. Wie gesagt, sehr schönes Spielmaterial. Und das wäre auch schon mal das Erste, was ich hier an euch weitergeben würde. Der Bart, wie man sieht, ja, Wikinger haben durchaus auch Bart getragen, wobei es mit Sicherheit auch rasierte Wikinger gegeben haben darf. Die Hörnerhelme sind tatsächlich eher eine Erfindung von Wagner aus den Opern. Da kommen tatsächlich die Hörnerhelme her. Wikinger selber haben nie Hörnerhelme getragen. Es wäre auch nicht sinnvoll gewesen in der Schlacht, wo der Helm eben seinen Zweck erfüllen sollte. Wenn man mit dem Schwert auf das Horn geschlagen hätte, hätte man dem Wikinger quasi den Schädel gebrochen, ohne dass der was dagegen tun könnte. Und das wäre natürlich kontraproduktiv. Ja, verständlich. Ein zweites schönes Element sind diese Schiffe, die man hier zu beliebiger Länge zusammensetzen kann. Interessant an dem Steven ist quasi, dass in einigen Wikinger-Sagas überliefert ist, dass es diese Drachenkopf-Steven tatsächlich gab, dass die auch austauschbar waren, also die waren mit einer Art Stecksystem angebracht und dass der Drachenkopf quasi immer einen Kriegseinsatz symbolisiert hat. Also man ist nicht mit dem Drachenkopf zurück in den Heimathafen gefahren und es war meistens so, dass das vordere Kriegsschiff des Häuptlings oder des Königs war, des Jarls war, der diesen Drachenkopf hatte. Dann würde ich sagen, bauen wir das Spiel jetzt mal auf. Können wir uns das mal ein bisschen genauer anschauen. So, dann haben wir das Spiel mal aufgebaut. Alle Schiffe sind an den Hafen gesetzt. Die Wikinger sind aufgebaut. Das Spielziel ist es, möglichst viele Siegpunkte zu bekommen. Der Spieler, der am Ende die meisten Siegpunkte hat, hat gewonnen. Und diese Siegpunkte, die kann man erreichen, indem man sich Warenplättchen von Schiffen nehmen darf. Die bekommt man, wenn das Schiff vom Hafen wegsegelt und der Wikinger die Mehrheit auf diesem Schiff hat, also die meisten Schilde seiner Farbe im Schiff. Und die zweite Möglichkeit, Siegpunkte zu erhalten, funktioniert über diese Beat-Plättchen. Das heißt, jeder Wikinger hat 1 bis 4 Siegpunkte auf seinem Plättchen, kann das auf ein Schiff setzen. Also er kann zum Beispiel setzen, dass Gelb dieses Schiff in der Mehrheit gewinnen wird und dann darf er diese Siegpunkte auch einstreichen. Das Spiel geht so lange, bis nur noch ein Schiff im Hafen ist, dann werden die Punkte gezählt und der Sieger ist klar. Vikings on Board ist ein sehr typisches Worker-Placement-Spiel, das heißt, ich habe meine Wikinger, das sind meine Arbeiter, setze sie auf ein Feld auf der anderen Seite dieser Hafenhäuser und kann dann die Aktion ausführen. Dadurch ist die Aktion aber für die Runde blockiert und kann von keinem anderen Spieler mehr benutzt werden. Gut, dann können wir das Spiel mal kurz anspielen, uns vielleicht über ein paar Elemente unterhalten, die im Spiel vorkommen. Ich werde als erstes
einen Spielzug machen, der ein Schiff mit Waren belädt. Und ich nehme das Schiff, was im Moment die meisten blauen Schilde für mich hat. Natürlich, wenn Wikinger auf Viking waren, also tatsächlich einen Raubzug gemacht haben, alles, was die erbeutet haben, wurde natürlich auf dem Schiff auch wieder mit nach Hause gebracht. Für reine Handelsfahrten waren eben eigentlich andere Schiffe gedacht. Musste ja auch daran gedacht werden, dass ein kleines Proviantlager im Langschiff zur Verfügung war, um auf lange Überfahrten die Wikinger auch dementsprechend zu versorgen. Ja, ich würde mal ein grünes Teil nehmen und mir die meisten Schilde in diesem beladenen Schiff sichern. Viele runde Schilde an Langschiffen, das kennt man ja auch. Ist das denn historisch so korrekt? Ist das belegt? Da scheiden sich ein bisschen die Geister. Also in den Wikinger-Sagas ist tatsächlich überliefert, dass während der Hafeneinfuhr die Schilde am Schiff waren als Schmuck. Es wird gesagt, dass es als Spritzschutz und vor Sturm und Wetter auf See ein Schutz hätte sein können gegen die Ruderer. Also für die Ruderer. Andere sagen aber, dass es total sinnfrei ist, weil man auch keine Befestigung an den Schiffen gefunden hat. Wohl halt Rundschilde, aber man ist sich da nicht so sicher, ob die tatsächlich an der Seite des Schiffes angebracht hat. Weil es gibt Abbildungen und von Runensteinen, wo jeweils immer ein Krieger mit Bewaffnung hinter seinem Schild steht auf dem Schiff. Also könnte es gut möglich sein, dass die Interpretation daher kommt. Gut, ich habe mich mal hier auch auf das Bietefeld gesetzt, also auf das Wettfeld. Die kleinen Wettmarker hier, das sollen ja Fässer sein, die besten Gebräuer der Wikinger. Ich wette mal, ja, Rot ist schon besetzt, aber vielleicht kriegen wir das mit Gelb auch noch hin. Was ist denn das beste Gebräu der Wikinger? Ist es, was man das jetzt wären raten in würde? dem Falle tatsächlich der Met und das Bier. Met war halt aufgrund des Honigs ohnehin sehr wertvoll, weil Honig eben in dem Falle meistens von Wildbienen stammte. Dementsprechend war es eben schon recht wertvoll. Met und Bier hatten an der Stelle nie den Alkoholgehalt, den man heute erreicht, sondern hatten eben einen deutlich geringeren Alkoholgehalt. Und vermutlich war es tatsächlich so, dass es zu den Haushaltstätigkeiten gehörte, weil auch in den Sagas wieder was erwähnt davon ist, dass Frauen Bier und Met gebraut haben. Gut, also verwetten hier die Männer quasi das, was die Frauen Erarbeitet haben, genau. Rot wäre dann jetzt. Okay, ich möchte natürlich, dass dieses Schiff gleich auch ablegen kann. Deswegen werde ich mir ein Schiffsteil sichern, das nach der Runde dieses Schiff auch ablegen kann. Dann bist Also- du noch mal dran, Jessica. Da das Schiff ja wahrscheinlich in der Obhut des roten Spielers liegt, werde ich mich auf die Startposition setzen, weil ich meinen Wettpunkt einlösen möchte und es ist nichts anderes für mich im Moment zu tun. Ja, dann sind alle Wikinger durch. Gut, in dem Falle habe ich das letzte Schiffsteil. Das Schiff ist komplett und kann nun den Hafen verlassen. Ein ziemlich großes Schiff geworden. Ja, dann schauen wir uns das Schiff mal an. Wir haben 1, 2, 3, 4 rote Schilde, 2 gelbe und ein grünes. Und das heißt, Rot hat hier gewonnen. Der rote Spieler dürfte sich zuerst ein Plättchen In dem aussuchen. Falle werde ich die Wolle wählen, denn die Wolle hat aktuell schon einen Punkt mehr. Gelb hat die zweitmeisten Schilde. Gelb spielt nicht mit. Das würde wirklich bedeuten, dass diese Ware aus dem Spiel rausfliegt und der dritte an Bord, der grüne, geht dann leer aus. Wir können noch mal schauen. Da wurde auf Rot gewettet. Das warst du. Genau. Den Das sind Siegpunkt deine darf ich mir Siegpunkte, die kannst einstreichen, du genau. verdeckt halten. Ja, und so funktioniert im Grunde das Spiel. Man würde jetzt wieder anfangen. Wir haben eine neue Spielerreihenfolge. Der Blaue würde anfangen, direkt nochmal dran sein.
Und da die Felder identisch sind auf der anderen Seite, kann man da auch wieder jede Aktion nochmal neu auswählen. Dieses Schiff ist jetzt weggefahren, hat sich hier auf Viking begeben. Also es ist ein Spiel, was durch sehr viel Detailreichtum besticht. Also wenn man das Spiel wirklich mal tatsächlich in die Hand nimmt, also man findet unter Deck tatsächlich bei diesen Schiffen kleine Details im Unterdeck versteckt, von Mäusen über Schätze und kleine Edelsteine. Also es ist unheimlich detailreich gestaltet und sehr schön. Ja, und auf jeden Fall ein Worker-Placement-Spiel, was auch leicht zugänglich ist für die gesamte Familie. Also das ist nicht sonderlich kompliziert, es gibt nur diese Aktion. Spielt sich in einer Stunde flott durch und ist vor allem, sieht wunderschön aus auf dem Tisch mit Schiffen, kleinen Figürchen. Nein, und macht wirklich Spaß und ist wirklich ein Highlight, weil man den Gegner tatsächlich wirklich ausstechen kann und einen Spielzug eher beendet hat, während der andere sich schon freut, wobei man dann am Ende tatsächlich selber das Schiff aus dem Hafen bringt. Ja, und jetzt auch von Wikingern erprobt und Für gut befunden. Genau. Okay, ich danke euch und bis zum nächsten Spiel. Bis zum nächsten Spiel. Tschüss.